Hi Leute, das ist der zweite Teil meiner Serie über das Netzwerk und wie man es schneller machen kann. In dem Teil geht es jetzt um den Durchsatz. Wir werden den Durchsatz nicht nur checken, sondern ich gehe mit euch die einzelnen Punkte der Netzwerkkarte durch und gebe euch ein paar Empfehlungen, welche Einstellungen ich da gemacht habe, um diesen maximalen Durchsatz hinzukriegen. Ich denke, da hat jeder was von. Das ist auch für Leute interessant, die nicht nur Gamer sind, sondern da kann jeder was mit anfangen. Viel Spaß dabei. So, jetzt als nächstes geht es darum, wo ihr die Einstellungen überhaupt vornehmen könnt. Und da geht's, also ihr geht erstmal zu Netzwerk. Da wisst ihr ja, wie das geht. So, und dann gibt es da hier Status und Ethernet. Und dann nicht hier klicken, sondern hier drüben. Adapteroptionen. Ja, Adapteroptionen und da Ethernet. Und wenn ihr jetzt hier Eigenschaften macht, dann kommt ihr zu diesem Fenster. Also, dieses Fenster gibt es schon seit Windows 7. Da hat sich auch kaum was dran geändert. Wir haben es ein bisschen schlechter gemacht an einigen Punkten, aber sonst ist es eigentlich gleich geblieben. Und wir wollen hier zu diesem Konfigurationsbutton. In Windows 11 ist es noch komplizierter. Das zeige ich euch jetzt auch. Ich habe einen anderen Rechner, da läuft Windows 11 drauf. Da habe ich einen Remote Desktop aufgemacht. Da geht ihr also auf Einstellungen, dann Netzwerk Internet und dann geht ihr auf erweiterte Netzwerkeinstellungen. Also es ist, wie gesagt, viel schwieriger. Das kommt man immer, also hier kommt man gar nicht hin. Hier Ethernet und so kommt gar nicht hin. Erweitert und dann gibt es hier nochmal diese Einstellung hier. Also das sind die einzelnen Netzwerkadapter, die er da hat. Und da kann man da drauf gehen. Und dann weitere Adapteroptionen bearbeiten. Und was öffnet sich da? Ach, wieder das Fenster. Also, ich weiß nicht. Microsoft macht nichts neu, sondern die machen da immer nur eine neue Oberfläche dazu, die nur komplizierter und noch verwirrender und noch komplexer aussieht. Außerdem diese Scrollbalken hier, die sind jetzt halt von Windows 11. Das führt dazu, dass in einigen Einstellungen, wo wollte ich euch das zeigen? Hier ist es, glaube ich. Wenn man das hier hinzufügt, oder hier, ne, dann ist das nur noch ein Scrollbalken, ja, da kann man da gar nichts mehr ändern. Also, ich muss euch das in einer anderen Karte zeigen, die D-Link-Karte ist hier schlecht. Hier kann ich euch das zeigen. Es ist echt witzig, also das hat sich überhaupt keiner angeguckt, ja. So, IPv4 und dann hier erweitert. Guckt euch das an, ja, was soll das? Was sollen diese ganzen Scroll-Dinger hier? Und wenn man hier was einstellt und hinzufügt, kann man da gar nichts mehr einstellen. Das ist echt totaler Quatsch, ja. Also die haben es schlechter gemacht. Durch diese Oberfläche wird es ein bisschen schlechter, aber ansonsten dasselbe. Also da wollt ihr hin, ihr wollt in eure Adaptereinstellungen und dann hier weitere Adapteroptionen bearbeiten. Ja, bei Windows 11. So, wir sind jetzt in Windows 10. Auch wieder Netzwerk und dann Ethernet und dann nicht Status, sondern da nochmal auf Ethernet klicken und dann gibt es hier die Adapteroptionen. Und da kommen dann auch wieder, das kommt dann erstmal dieses Fenster hier, das kennen wir auch schon aus Windows 7, das sieht auch ganz anders aus, das sieht man ja sofort. Und da eben die Eigenschaften. So, und jetzt ist es so, mein Controller ist relativ gut. Ich habe einen Asus-Board und der Onboard-Controller ist richtig gut. Der ist von Intel, das ist der 825079 und V. V heißt er höchstwahrscheinlich deshalb, weil er nämlich VLAN-fähig ist. Also es war möglich, vom Controller aus eigene VLANs anzulegen, sodass ich das ganz ohne einen zusätzlichen Switch, konnte ich also im Controller schon eigene VLANs anlegen. Der hat dann für jedes VLAN, hat er mir hier einen eigenen Ethernet-Controller virtuell erzeugt und die konnte ich dann einzeln konfigurieren. Das geht nicht mehr seit Windows 8. Ja, also in Windows 7 ging das noch, in Windows 8 geht es nicht mehr und da geht es nicht darum, dass es nicht geht, sondern es ist irgendein Lizenzstreit zwischen Intel und Microsoft. Whatever, ja. Also schön, seitdem geht es nicht mehr. Jetzt sind wir inzwischen bei Windows 11, da geht es immer noch nicht, also es geht einfach nicht. So, jetzt gucken wir uns das mal genau an. Also, diese ganzen Punkte hier, die würde ich nicht abschalten. Also, ich habe ganz viel so recherchiert zu diesem Video und verschiedene andere YouTube-Videos gesehen und also da raten die Leute hier, man soll das alles ausschalten, weil das angeblich nur Power braucht und so.
Nee, stimmt nicht. Also natürlich einige Dinge kann man vielleicht ausschalten. Also meine VMware-Bridge, die kann ich im Moment, wenn ich jetzt zocke, vielleicht ausschalten. Aber die wird ja gar nicht benutzt, wenn ich ein Game starte, ja. Und die Datei- und Druckerfreigabe von Microsoft, die ist aus vielen Gründen gut, dass die da läuft. Die würde ich auch nicht ausschalten. Und der QS, also Quality and Service Paketplaner, den würde ich auch nicht ausschalten. Weil wenn ich das benutze und bei der Fritzbox eventuell da irgendwelche Dinge mache mit Priorisierung, dann kann es sein, dass das gebraucht wird. Also das schalten wir nicht aus. So, wo wir konfigurieren jetzt überhaupt, ist in der Konfiguration der Karte an sich. So, und das gehen wir jetzt mal einzeln durch. Und da geht man hier auf Erweitert und da sind die ganzen Optionen. Und das sind alles Hardware-Optionen meiner Netzwerkkarte, die ich hier sehe. Deshalb unterscheiden die sich auch. Also wenn ihr das aufmacht, sieht das bei euch anders aus, ja? Ich werde jetzt nicht alle Optionen hier einzeln durchgehen, sondern nur mal grob erklären, welche Punkte ganz wichtig sind, wo ihr auf jeden Fall den Haken setzen solltet oder das hier auf Enable setzen. Und mal grundsätzlich ist es so, überall wo Offload steht, das wollen wir einschalten. Was bedeutet Offload? Also auch da habe ich wieder Videos gesehen, wo die Leute sagen, alles abschalten, was hier... No, 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 nicht abschalten. Weil Offload bedeutet, die ganze Last wird von eurem CPU, eurem Betriebssystem weggenommen und wird auf die Hardware der Netzwerkkarte übertragen. Das heißt, die Hardware ist hier in der Lage, in dem Fall geht es hier um ARP-Check, da wird wahrscheinlich Checksummen berechnet. Das wird hardwaremäßig gemacht. Und auf jeden Fall wollen wir das einschalten. Das heißt, die ganze Rechenleistung wird nicht mehr im CPU gemacht, sondern auf der Karte, auf der Netzwerkkarte wird das gemacht. So, Flow Control würde ich auch eingeschaltet lassen. Flow Control ist so, wenn die Pakete zu stark reinkommen und das Betriebssystem mit seinem Game oder mit irgendwas gerade völlig überlastet ist, dann kann das hier ein Paket senden, also ein Wait-State-Paket, dass man sagt, hier, wartet mal, schickt mir nicht noch mehr, ich kann gerade nicht. Das ist Flow Control. Das muss auf der Gegenseite aktiviert sein, also im Switch. Das ist super. Dann puffert der das und schickt das später. Ja? Wenn du das nicht einschaltest, also wenn hier Flow Control abgeschaltet wäre, dann kann er nichts anderes machen, als das Paket einfach wegzuwerfen. Und dann gibt es einen Fehler, dann wird es erneut angefordert und so weiter und so fort. Das macht alles langsamer. Also Flow Control macht die Sache besser. Oder wenn der Rechner ohnehin so viel Power hat, dass das nie vorkommt, dann spielt es auch keine Rolle, dass das hier eingeschaltet ist. Also es gibt keinen sinnvollen Grund, das nicht einzuschalten. Dann diese Gigabit-Slave-Geschichte, das hängt dann davon ab, wie euer Switch arbeitet, ne? Also wer da den Master festlegt. Interrupt Moderation würde ich auch einschalten. Das hat eigentlich nur was damit zu tun, wenn der Rechner nicht so ganz viel Power hat, aber bei den starken Rechnern, die wir heute alle haben, ist das eigentlich egal. So, jetzt kommt der nächste Offload. Und zwar geht es da um die Checksumme von IPv4-Paketen. Die wird in dem Fall hier per Hardware berechnet. Auf jeden Fall eingeschaltet lassen. Ja? Nicht ausschalten. Eingeschaltet lassen. Wichtig. Jumbo-Pakete, das müsst ihr wissen, ob ihr Jumbo-Pakete in eurem Netzwerk verwendet. Das kann zu Problemen führen. Ausprobieren ist da wichtig. Eine Beschreibung ist auch immer schön. Das ist die Netzwerkadresse, der Name der Netzwerkadresse. Da ist wieder was mit dem Treiber nicht so ganz passend, aber wie gesagt, Intel und Microsoft haben sich da überhaupt nicht einigen können. Dann gibt es hier wieder Offload, einschalten. Ja. Das sind alles Optionen, die haben die wenigsten Karten, deshalb gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Paket, Priority und VLAN. Auf jeden Fall einschalten, weil da gibt es wieder, also um Priority, das ist ähnlich wie Flow Control. Lasst mal das alles eingeschaltet, weil wenn ihr schon Paket Priority einschaltet, in eurem Switch, in eurem Router, wie auch immer, dann wollt ihr das auch hier verwenden, also nicht ausschalten. So, wichtigste Option von allen, Receive-Puffer und Transmit-Puffer. Ja, den dreht ihr auf Maximum hoch. Nicht, was Standard eingestellt ist, super hochdrehen. Alles, was er da hat, macht die Sache schneller.
Ich habe auch schon Videos gesehen, da empfiehlt er doch tatsächlich, den runterzuschrauben, weil er dann mehr Pakete sendet und die dann weniger aufsplittet. Ja, was ein Schwachsinn. Das ist wirklich Quatsch. Hier geht es um den Puffer. Ja? Die Pakete bleiben gleich groß, egal wie groß der Puffer ist. Ja? So, Speed Duplex macht man auf Automatik, weil bei den meisten Karten ist das so, dass man Gigabit überhaupt nur dann hat, wenn man das auf Automatik schaltet. Ja? Ich habe hier 1 Gigabit, das kriege ich aber wie gesagt nur bei Automatik bei den meisten Karten. Ich kann es hier fix auswählen, das ist aber eine Besonderheit, wie gesagt, eine besonders gute Karte. So, jetzt kommen die ganzen Checksummenberechnungen für TCP und UDP. Auf jeden Fall einschalten, ja, weil das ist wieder ein Offload. Da wird auf der Hardware wird die Checksumme berechnet und das Paket wird dem Prozessor und dem Betriebssystem quasi mundgerecht präsentiert. Er muss nichts mehr damit machen. Die Checksumme, alles schon fertig. Der Prozessor hat da gar keine Last mit. So. Und hier ist wieder der Transmit-Buffer, den habe ich auch maximal hochgeschraubt. Wie weit man den hochschrauben kann, hängt davon ab, was für eine Hardware ihr habt. Ja, das kann auch hier viel weniger sein. Aber auf jeden Fall so groß wie möglich machen. Wait for Link ist wieder eine Geschichte, die haben die wenigsten. Da geht es einfach darum, dass der erkennen kann, wenn ein Stecker reingesteckt wird und darauf reagiert. Die wenigsten können das. Dann Energieverwaltung würde ich nicht den Haken setzen. Ja? Computer kann das Gerät ausschalten. Also die Netzwerkkarte zum Stromsperren abschalten. Ist keine gute Idee. Außer ihr wollt mit Magic Packets euren Rechner einschalten. Dann müsst ihr das aktivieren, weil sonst dieser Haken hier nicht kommt. Ja? Magic Packets sind Pakete, die ihr also da geht es darum, dass der Rechner im Ruhezustand ist. Und dann kann man ihn aus dem Ruhezustand, also Sleep-Modus, mit einem Magic Packet von außen her, das man ins Netzwerk zu diesem Rechner schickt, aufwecken. Dann kommt er wieder hoch. Ist eine nette Sache für Rechner, die irgendwo anders stehen, im Keller oder so, und die man nur per Remote einschaltet, darauf kurz irgendwas ausführt und dann den wieder per Remote runterfährt. Da das hier mein richtiger Rechner ist und ich da den per Hand wirklich einschalte, braucht man das nicht. Diese Häkchen kann man tatsächlich rauslassen. So. Und wenn man das alles gemacht hat und hier den Puffer hochgestellt hat, dann ist das Netzwerk auch schnell. Dann sollte das gut funktionieren. Wenn dann noch Probleme sind, dann ist eventuell das Netzwerk einfach nicht in der Lage. Dann habt ihr mit den Kabeln Probleme oder habt sonst irgendwelche anderen Probleme. Aber an der Konfiguration liegt es da nicht mehr. So, jetzt kommen wir zum Test des Ganzen. Also ich habe euch ja schon gezeigt gehabt, wie man durch Kopieren einer Datei das ganz einfach testen kann. Jetzt machen wir es mit iPerf ein bisschen besser. Als erstes müssen wir da iPerf runterladen, aber da gibt es genügend Videos, wie das geht und wo man das findet. Ich werde das jetzt nicht nochmal erklären, wie man Dateien runterlädt und hier irgendwie auf die Platte legt. Also ihr habt es geschafft, iPerf irgendwo zu finden und zu installieren, beziehungsweise irgendwo hinzukopieren. Das muss gar nicht installiert werden. Und grundsätzlich muss man auf dem einen Rechner einen Server starten und auf dem anderen schickt man dann die Pakete zu dem Server hin. Man kann das auch mit so einem Art Duplex-System, dass der Server dann antwortet, nochmal auf die Gegenrichtung testen. Aber wir werden es jetzt erstmal einfach machen. So, ansonsten noch zu erwähnen, ich habe iPerf umbenannt, also ich nenne das hier iPerf Exe, weil normalerweise heißt das so wie die Version 2.2n Win64 Exe. Habe ich keinen Bock, das einzugeben. Also wir machen das einfach iPerf. Und dann, wenn ihr gar keinen Rechner habt, also wenn ihr wirklich keinen zweiten Rechner habt, dann könnt ihr das auch an die Fritzbox senden. Dann gebt ihr da den Befehl ein. Ihr müsst also bei iPerf dann sagen, wo es hingehen soll, fritz.box. Und dann muss man einen anderen Port nehmen. Der Standardport ist 5001, meine ich. Und bei der Fritzbox ist 4711. Echt Kölnisch Wasser. Keine Ahnung, warum die das genommen haben. Also das ist, glaube ich, eins der am häufigst genommenen Passwörter. 4711. Na gut, anyway. Also so würdet ihr die Fritzbox ansprechen. Und damit es bei der Fritzbox dann auch funktioniert, geht ihr wieder auf eure Box, Hilfe und Infos, dann Support. Und dort könnt ihr den iPerf-Server in der Fritzbox aktivieren. Das geht unter Durchsatzmessung.
Und da steht es nämlich auch schon, Messpunkte für einen iPath-Klienten aktivieren. Also für den Klienten aktivieren, das heißt, hier läuft dann der Server. Und dann kann man hier noch die bidirektionale Antwort aktivieren und noch aus dem Internet die Firewall öffnen, wenn man also von extern das anpingen will oder antesten will. Ping ist was anderes. Dann Einstellungen übernehmen. Aber Jungs und Mädels, die Fritzbox hat nicht genügend Power unter der Haube, als dass das gut funktionieren würde. Also die schafft es einfach nicht. Im Gigabit-Netz wird die nicht performen. Das ist einfach der Prozessor zu schwach. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Also hier im Hintergrund läuft mein Task Manager mit dem Ethernet. Und da gucke ich dann halt immer, dass wir hier so gut wie keine Last haben. Ne? Also mein Windows ist gerade am Däumchen drehen, kein Problem. Das holt dann irgendwelche kleinen Daten runter, weil Windows ja immer irgendwas runterholt. Also das ist hier im Kilobit-Bereich, macht also nichts. Wenn ich das jetzt hier abschieße, so auf die Fritzbox, zack. Na, was ist los? Jetzt. Das wird er nicht schaffen. Also ihr seht hier unten 500 Mbit, mehr kommt da nicht. Weil einfach schafft er nicht, ja. Also er hat jetzt 460 das so im Durchschnitt geschafft. Das liegt an der Box. Aber es ist immerhin eine gute Methode, überhaupt mal was zu testen. Wenn ich nur einen Rechner zur Verfügung habe und die Fritzbox besser als nichts, ist es auf jeden Fall. Was auch schön ist, wenn ihr bei der Fritzbox externe Antennen dran habt und wollt die mal ausrichten, dann hilft das auch. Dann startet man das einfach. Da gibt es hier den Parameter T für Time, wie lange das laufen soll. Da macht man hier eine große Zahl, lässt einfach mal laufen. Und dann geht man her und guckt sich, während man also den Task Manager hier offen hat, guckt man sich das hier an und verändert halt die Stellung der Antennen. Da kann man eigentlich das ganz gut einstellen. Antenneneinstellung ist eh eine Sache, wo man rumprobieren muss. So, ich habe aber natürlich einen zweiten Rechner, auf dem der Server läuft, der richtig Power hat. Der hat jetzt hier eine andere IP, das ist die 125. Und naja, so, das ist vielleicht ein bisschen viel. Machen wir mal hier 40, 50 Sekunden. So, und wenn man das jetzt startet, dann wird hier richtig Dampf gemacht. Und das seht ihr hier oben an der Netzwerkumgebung. Wir gehen hier direkt in den Gigabit-Bereich rein. Ja, also das klappt doch. Hier 980, 909, habe ich gerade gesehen, 990, 992. Also mehr geht einfach nicht. Da kann man sagen, oh, jetzt haben wir auch einmal die 1000 gesehen, also perfekt. Ja. Die Bandbreite wird voll ausgeschöpft. Das funktioniert. Natürlich müsst ihr dafür sorgen, dass alle Updates drin sind und der Rechner sonst nichts mehr zu tun hat, dass kein Remote Desktop läuft oder ihr gleichzeitig irgendein YouTube-Video abspielt. Das wird natürlich nichts. Also es muss alles schön ruhig sein. Und auch im Netzwerk sollte nicht zu viel los sein, je nachdem, wo ihr das hinschickt. Ja. Aber die Performance ist natürlich wieder mal gut. Und da haben wir jetzt hier 5,4 Gigabyte übertragen und das mit 940 Megabit Bandbreite. Ja? Also so sollte das aussehen. Da könnt ihr dann mal testen, eure einzelnen Klienten. Könnt ihr Reihe umgehen, alle eure Laptops checken und so weiter und immer wieder diesen iPath-Befehl da absenden. Der Server kann ja die ganze Zeit weiterlaufen. So, das ist schon mal eine gute Aussage. Da ist das Netzwerk schon mal soweit okay. Viel weiter wollte ich gar nicht auf das Programm eingehen, weil ich denke, iPath gibt so viele Videos dazu und wenn ihr hier seht, ich glaube, das ist die Help, muss man da eingeben. Ja, das waren jetzt die Parameter. Also es ist Wahnsinn, was man da alles einstellen kann. Das ist nur die Kurzhilfe, ja. Es gibt da noch eine aufwendigere. Du kannst da alles Mögliche machen. Man kann die Bandbreite begrenzen, du kannst da verschiedene Protokolle laufen lassen. Also, das Ding ist sehr mächtig. Aber so für den Hausgebrauch reicht das jetzt hier erstmal. Also auf dem einen startet ihr mit dem Parameter S, den Server. Dann läuft der, also es ist total einfach, dann einfach S hier, so S, fertig, dann läuft der Server. Und an den schickt ihr dann mit dem anderen Rechner, ihr müsst halt wissen, welche IP der Server hat und da schickt ihr das dann mit dem Befehl hin. Das T braucht ihr auch nicht, es gibt eine Standardeinstellung, ich weiß nicht, wie viele Sekunden der das macht. Also das ist absolut Basics, iPath C, dann die Adresse. Und wenn man zur Fritzbox geht, muss man halt noch P für den Port und dann 4711 Kölnisch Wasser dazu machen und dann kann man auch die Fritzbox anpingen auf die Weise. Also nicht pingen, sondern erreichen. Ja, das war's schon jetzt wieder für den zweiten Teil.
Am dritten Teil gehe ich dann nochmal aufs Internet ein, wie man die MTU einstellen kann, wie man das genau macht, damit man da die richtigen Werte findet, wie man die auch in der Fritzbox schon mal voreinstellt und wie man sie dann zusätzlich auch nochmal in Windows einstellt. Ich denke, das wird dann nochmal den letzten Rest an Power rausholen, dass ihr dann auch im Netz richtig schnell seid. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.